Guten Morgen und willkommen zu unserem Online-Gottesdienst an diesem heutigen Sonntag. Ich bin froh, dass du dabei bist und ich hoffe, dass du einfach ein ganz schönes Wochenende genießt. Ich habe heute Morgen gemerkt, dass ich gestern zum zweiten Mal in einer Woche meinen Rasen gemäht habe. Ich habe auch mich daran erinnert, dass ich in den letzten 7 Tagen meinen Werkzeugschuppen zweimal ausgeräumt und neu organisiert habe. Und warum? Weil ich Zeit hatte. Ich hoffe, dass auch du ein bisschen Zeit hast, einfach Dinge zu tun, die du normalerweise nicht tun kannst. Aber jetzt bin ich froh, dass du dir Zeit genommen hast, wieder mit uns diesen Gottesdienst zu feiern. Heute Morgen reisen wir weiter durch den 1. Samuel und heute Morgen kommen wir zum Ende von 1. Samuel Kapitel 9 und dann gehen wir hinüber in Kapitel 10 von 1. Samuel. Es ist wirklich eine wichtige Zeit in der Geschichte von Israel. Israel bis zu diesem Punkt hatte Gott als ihren König. Gott sprach zu dem Volk Israel oft durch einen Propheten und Israel wirklich hatte diesen direkten Kontakt zu Gott. Aber wir haben ja vor ein paar Wochen schon gelernt, dass Israel plötzlich sagte, nein, wir wollen wie alle unsere anderen Nachbarnationen sein. Wir wollen einen menschlichen König. Sie wollten Gott nicht mehr. Sie haben Gott wirklich abgelenkt. Aber Gott in seiner Gnade schenkte Israel nicht den König, den sie verdienten, sondern den sie brauchten. Und wir haben letzte Woche Saul kennengelernt. Saul wurde von Gott erwählt, Israel zu befreien. Oft konzentrieren wir uns in unserem Bibelstudium auf die Person, die Saul später am Ende seines Lebens wurde. Und daher vergessen wir oft, dass am Anfang von seiner Karriere Gott ihn erwählte. Saul war eine besondere Person, eine auserwählte, einzigartige Person. Und wir lernen in 1. Samuel 9, dass der Grund, warum Gott Saul berufte oder rief, war, um das Volk Israel zu befreien. Letztes Mal trafen wir auf Saul, der auf der Suche nach Eseln war. Irgendwie hat er seinen Esel verloren, aber er hat seine Esel nicht gefunden, sondern ein Königreich. Gott schafft etwas Außergewöhnliches aus unseren gewöhnlichen Situationen im Leben. Und heute lesen wir weiter, wie Gott oft hinter den Kulissen in unserem Leben wirkt. Und wenn wir lernen, Gott zu vertrauen, möchte Gott Großes in und durch uns tun. Wenn wir lernen, Gott zu vertrauen, lernen wir auch, wie Gott hinter den Kulissen unseres Lebens arbeitet. 1. Samuel, Kapitel 9, Vers 27. Am Stadtrand sagte Samuel zu Saul, schick deinen Knecht voraus, ich will dir noch etwas unter 4 Augen sagen. Als der Knecht gegangen war, fuhr Samuel fort. Saul, bleib stehen, ich habe dir eine Botschaft von Gott mitzuteilen. Kapitel 10, Vers 1 jetzt. Dann nahm Samuel einen kleinen Krug mit Olivenöl, goss das Öl über Sauls Kopf, küsste ihn und sagte, im Auftrag des Herrn habe ich dich nun mit diesem Öl gesalbt, als Zeichen dafür, dass du der König seines Volkes Israel werden sollst. Von all den Menschen in Israel wurde Saul herausgerufen, um das Volk Israel, Gottes Volk, zu führen. Gott wählte Saul und er bestätigte diese Berufung durch diese Salbung. Die Salbung war ein äußerliches Zeichen von was Gott im Herzen von Saul getan hat. In der Bibel bezeichnet diese Salbung mit Öl oft eine Person, die in einer Führungsposition gerufen wird. Also Priester oder Propheten oder Könige wurden gesalbt. Und dieses Ritual war wirklich besonders und oft konzentriert auf eine Berufung, eine Salbung von einem König. Die Gesalbten wurden oft die Gesalbten des Herrn bezeichnet. Interessanterweise in Jesaja 61, Vers 1 lernen wir, dass das Wort der Gesalbte benutzt wird, um den zukünftigen Messias zu beschreiben. Jesus, wörtlich Gesalbter im Hebräisch, auf Griechisch übersetzt bedeutet Messias. Christus ist unser gesalbter König. Aber es wird noch viel interessanter. Im 2. Korinther 1, Vers 21 lernen wir was Unglaubliches. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus seinen Gesalbten festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinem Dienst gestellt.
Interessant. So wie Gott Saul für diesen Dienst damals salbte, hat er auch uns für den Dienst in den Herrn gesalbt. Als Christ wurdest du von Gott gesalbt, um ihn zu dienen. Du bist berufen. Diese Salbung bedeutet, dass du eine besondere Verantwortung hast, Gott als Gottes Kind zu dienen. Weiter im 1. Samuel Kapitel 10. Samuel gibt jetzt Saul mehrere Anweisungen. Hey, du musst jetzt diesen Ort verlassen, dann gehst du zu diesem anderen Ort, du wirst verschiedene Leute auf deinem Nachhauseweg oder deinem Weg begegnen. Aber dann in Vers 6 sagt Samuel etwas ganz Interessantes zu Saul. Vers 6. Der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst wie sie Prophezeiungen aussprechen, die Gott dir eingibt. Von da an wirst du ein ganz anderer Mensch sein. Der Geist des Herrn wird über dich kommen und von dann an wirst du ein ganz anderer Mensch. Wenn Gott uns beruft, dann verändert er unsere Situation in unserem Leben. Denk erst mal dran, was wir eigentlich hier lesen. Was sagt Samuel zu Saul? Gott würde Saul berühren. Kein Mensch würde ihn berufen, kein Elternteil, kein Kind, kein Berater. Nein, Saul sagt, er wird von Gott berührt. Gott berührte ihn mit seiner unendlichen Kraft. Der Gott mit seiner unendlichen Autorität, mit seiner unendlichen Weisheit. Der Gott mit unendlicher Liebe, unendlicher Güte, unendlicher Reinheit, unendlicher Gerechtigkeit würde Sauls Herz berühren. Die Berührung Gottes ist etwas Großartiges, eine wahre Verbindung. Sie betrifft unser Herz. Es geht hier um Gott, der herabkommt und Sauls Herz berührt. Eine großartige Berührung. Etwas, das wir wirklich nicht vorstellen können. Gott, der große Gott, wird so nah, dass er nicht nur Saul sieht oder erkennt, nein, er berührt ihn. Lass uns beten als individuelle Christen. Gott, berühre mein Herz. Ich möchte auch wie Saul sein, wo Gott in seiner Gnade herunterkommt und mein Herz berührt und mein Herz verändert. Jakobus schreibt in Kapitel 4, Vers 8, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Ich möchte dich einfach ermutigen, dass du in dieser Zeit der Beschränkungen, in Zeit, wo du vielleicht ein bisschen mehr Privatzeit mit Gott haben kannst, dass du dich nach der Berührung Gottes sehnst. Dass du betest, Gott, wenn ich dir nahe trete, wenn ich dein Wort lese, wenn ich Zeit mit dir einfach verbringe, wo ich dir sage, wie sehr ich dich liebe, Gott, komm zu mir, berühre mein Herz. Gott, komm durch Feuer, komm durch Wasser, Wind, komm laut, komm leise, aber Gott, berühre mein Herz. Mein Gebet für dich heute Morgen ist, dass Gott dich in seiner Gnade berührt. Wir lesen weiter im Samuel Kapitel 10, und zwar in Vers 7 von Kapitel 10. Wenn all diese Zeichen eintreffen, diese jetzt weiterhin Samuels Anweisungen an Saul, wenn alle diese Zeichen eintreten, dann zögere nicht lange. Tu einfach, was dir nötig erscheint, denn Gott steht dir bei. Eins der besten Anweisungen, die Samuel Saul geben könnte, war folgendes: Zögere nicht. Es gibt Zeiten auch in unserem Leben, wenn Gott uns klare Anweisungen gibt. Und wenn wir zögern, dann sagen wir zu Gott, hey Gott, mein Timing ist besser als dein Timing. Wenn wir zögern, wenn wir uns weigern, nicht direkt das zu tun, was Gott uns in dem Moment sagt, dann sagen wir, Gott, mein Plan ist besser als dein Plan, Gott. Ich weiß es ein bisschen besser als du. Oft schauen wir zurück im Leben, wenn Gott uns in eine neue Zukunft ruft, wenn Gott uns beruft, etwas Neues oder etwas anderes zu tun. Oft schauen wir zurück und erinnern uns an all die Dinge, die wir schon haben. Und wir wollen nicht loslassen und in diese unerkannte Zukunft zu treten. Wir zögern, wir halten an unsere Dinge, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart fest. Und wenn wir zögern, verlieren wir schnell wirklich den Draht zu Gott und in Furcht dürfen wir und können wir dann auch nichts Neues erkennen. Wenn du jemand bist, der zögert,
Bist du vielleicht ein Mensch, der gerne Kontrolle über sein oder ihr eigenes Leben haben möchte? Und Gott möchte heute zu dir sprechen, zögere nicht, vertrau mir. Es gibt die Geschichte im Alten Testament, wo die Städte von Sodom und Gomorra zerstört werden. Gott straft diese Städte wegen Hochmut, Arroganz. Wir lesen das in Ezekiel Kapitel 16. Die Städte sahen hochmütig auf andere herab. Sie lebten in Überfluss und in sorgloser Ruhe, ohne den armen Bedürftigen zu helfen. Sie waren stolz, sie waren überheblich und taten vor Gottes Augen, was er verabscheute. Und da hat Gott sie verstoßen. Diese Städte, die Hauptsünde war Hochmut. Diese Idee, dass, hey, ich weiß alles besser, ich kann alles alleine, ich werde mein eigenes Leben führen. In dieser Geschichte lernen wir, wie Gott eine Familie herausruft und sie bewahrt. Lot und seine Familie werden versprochen, dass sie retteten. Aber sie sollten einfach die Städte verlassen und nicht zurückschauen. Wir lesen aber im Alten Testament, wie Lots Frau zögerte. Lots Frau hatte ganz klare Anweisungen. Sie sollte die Stadt verlassen und nicht zurückschauen. Und sobald sie zurückschaute, erstarrte sie wie eine Salzsäule und sie starb. Wir leben momentan in einer Zeit, wo viele von uns loslassen müssen in unserem Leben. Wo wir einfach lernen müssen, Gott, ich weiß nicht, wegen diesem Coronavirus, was mit meinem Geschäft passieren wird, was mit meinem Job passieren wird, was mit meiner Gesundheit passieren wird. Herr, ich weiß nicht, wie Schule für meine Kinder aussehen wird, aber Gott spricht zu uns, zögere nicht, schau nicht zurück, schau nach vorne, trau mir. In meinem Leben als Pastor habe ich viele Menschen kennengelernt, die wie Lots Frauen in Zeiten, wo Gott zu ihnen gesprochen hat, einfach zögerten. Der Grund, sie wollten nicht loslassen. Sie wollten immer nur zurückschauen. Sie wollten nicht nach vorne Gott vertrauen. Und so viele von ihnen, wirklich ihr Leben ist gefroren wie eine Salzsäure. Sie stecken fest. Ich kenne so viele Leute, die in Zeiten, wo Gott sagt, zögere nicht, folg mir nach, sie einfach irgendwie frieren und stecken bleiben. Und ich möchte dich ermutigen, sei doch wie die Jünger. Als Jesus sie in Matthäus 4 rief, folgt mir nach, lesen wir sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Wenn es Zeiten in deinem Leben gibt, wo Gott sagt, folg mir, tu das, trau mir, dann möchte ich dir heute empfehlen, zögere dich nicht, lass alles sofort los. Dein Reichtum, deine Intelligenz, deine Weisheit, deine Kraft, schmeiß alles hin und renn Gott hinterher. Ich war 23 Jahre alt, Laura und ich waren frisch verheiratet. Wir waren noch im Studium und fast fertig, noch ein paar Monate vom Ende unserem Studium. Ich hatte einen sehr guten Job. Ich hatte für eine große Bank gearbeitet. Eine neue Beförderung stand an. Für junge Menschen, wie wir waren, war es ein sehr guter Verdienst. Es war ein super Job. Und ich erinnere mich noch genau an den Nachmittag im Mai. Ich nahm meine Pause und saß draußen im Sonnenschein. Und ich weiß noch, als Gott zu mir in dieser Mittagspause zu mir sprach und sagte mir, Mike, heute sollst du deinen Job kündigen. Heute? Ja. Hey, was wird meine Frau sagen? Gott sprach, kündige deinen Job. Stell dir vor, dass du deiner Frau sagen musst, hey, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll den Job, den ich habe, der für uns sorgt, kündigen. Ich weiß noch, ich habe versucht, ein ganz komisches Argument mit Gott zu machen. Ich weiß noch, in meiner Gebetszeit sagte ich da in diesem Park draußen bei meinem Job, Gott, aber dann kann ich keinen Zehnten bezahlen. Gott brauchte meinen Zehnten nicht. Lange Geschichte, aber kurzer Sinn. An dem Tag ging ich zu meiner Vorgesetzten und sagte ihr, hey, ich kann es nicht erklären, aber du weißt, dass ich Christ bin und in meinem Herz spüre ich, dass ich diesen Job einfach kündigen muss und Gott auf etwas Neues vertrauen. Es war eine Zeit der Ungewissheit. Laura direkt spürte, hey, Gott ist am Arbeiten, Gott tut etwas und im Vertrauen gingen wir einfach ohne Zögern weiter. An dem Tag habe ich den Job verlassen. Innerhalb von kürzester Zeit segnete uns Gott mit 2 neuen Jobs.
Ich weiß noch, wir mussten viel weniger arbeiten und haben fast beide 2-mal als vorher verdient. Gott hat uns gesegnet. Und Gott hat wirklich diesen Zeitpunkt in unserem Leben, in unserer Ehe benutzt, zu lernen, nicht auf unsere eigene Kraft, nicht auf unseren eigenen Girokonto zu vertrauen, aber Gott zu vertrauen. Wir zögerten nicht. Und ich möchte dich heute ermutigen, zögere nicht, wenn Gott zu dir spricht. Wir lesen weiter in 1. Samuel Kapitel 10, Vers 9. Saul verabschiedete sich von Samuel und ging fort. Da veränderte Gott ihn tief in seinem Herzen. Und alles, was Samuel vorausgesagt hatte, traf noch am selben Tag ein. Das, meine lieben Freunde, sollte unser Gebet sein. Gott, verändere mein Herz. Im Alten Testament lesen wir, dass Gott in Ezekiel 36, Vers 6 sein Volk verspricht, dass er die versteinerten Herzen in lebendige Herzen verwandeln kann. Das sollte unser Gebet sein. Gott, wenn du uns berührst, wenn du in deiner Gnade zu uns sprichst, wenn du uns leitest, wenn du uns führst, Herr, dann verwandle unsere versteinerten Herzen, unsere Salzsäulen, wenn wir stecken bleiben, erfrische uns und gib uns neue Herzen. Wenn Gott uns beruft, wenn Gott uns rettet, wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, gibt er uns alles, was wir brauchen, um ihm zu dienen. Ich denke, in den Momenten, wo wir gehorsam sein sollen, wenn wir lernen, Gott zu vertrauen, ist eins der besten Gebete, Psalm 51, wo David seine Sünde zugibt und sagt, Gott, gib mir ein neues Herz. Für neue Veränderungen, für neue Verantwortung brauchen wir ein neues Herz. Saul war ein junger Mann. Saul hatte keine Ahnung, als er nach seinen Eseln suchten, dass er durch diese Situation König von Israel wurde. In all dem war er eine besondere Person, herausgesucht von Gott für eine besondere Zeit. Aber Gott musste ihm zuerst ein neues Herz geben. So oft beten wir, Gott, verändere meine Situation. Gott, mir gefällt mein Job nicht. Gott, ich bin momentan am Konflikt mit meinem Ehepartner oder mit einem Familienmitglied. Oft beten wir, dass Gott unsere Situationen verändert, dass Gott andere Menschen verändert. Aber ich möchte dir sagen, oft, was Gott in Situationen von Konflikten tut, ist zuerst, dass er unser Herz verändert. Wenn du momentan Konflikt hast mit einer anderen Person, wenn du momentan unzufrieden bist, verschwende nicht so viel Zeit mit den Tagträumen, wie deine Zukunft aussehen könnte ohne diese Person. Oder wenn du einen anderen Job hättest, verbring diese Zeit und sage, Gott, auch wenn du die Situation nicht veränderst, verändere mein Herz. Gott, dein Plan ist besser als mein Plan. Gott, ich bin wohl in dieser Situation. Ich bin in dieser Situation, in dieser Beziehung für einen Grund, Herr. Und wenn du, Herr, in deiner Souveränität diese Situation nicht veränderst, wenn du diese Person nicht veränderst, dann Gott, verändere mein Herz. Sobald Gott uns berührt, sobald Gott uns ein neues Herz schenkt, sehen unsere Beziehungen anders aus. Dann können wir wirklich in Konflikt weiterleben und arbeiten. Wenn Gott unser Herz verändert, können wir auch ihn ehren am schlimmsten Tag, am schlimmsten Job. Lass uns Menschen sein, die sagen, Gott, was immer du mir gibst, ich bin damit okay, aber verändere mein Herz. Gib mir ein sensibles Herz. Hilf mir, dir zu vertrauen. Als Kirchen singen wir ja Lieder. Diese Lieder der Anbetung, wo wir Gott groß machen, wo wir über Gottes Herrlichkeit singen. Wir singen nicht Lieder, um irgendwie eine emotionale Erfahrung zu haben. Es ist nicht so was New Ages, wie wir New Agey ist, wo wir irgendwie uns wohlfühlen wollen. Nein, wir singen aus der Überzeugung, dass es ein Weg ist, Gott zu loben, anzubeten und zu preisen. Wir machen Gott groß. Und jedes Mal, wenn du Gott groß machst, wenn du über Gottes Herrlichkeit singst, dann erinnerst du dich auch daran, dass du klein bist. Oft in Situationen, wo es Veränderung gibt, wo es Stress gibt, wo es Konflikt gibt, gibt es keine bessere Kur, keine bessere Diät, als einfach Gott anzubeten.
Oft, wenn es auch für mich schwer ist, sitze ich oft in mein Auto und drehe einfach Lobpreismusik auf und singe über Gott. Denn wenn ich mich auf Gottes Größe konzentriere, wenn ich mich daran erinnere, was Gott in meinem Leben getan hat, bringt Gott die Probleme dieser Welt in Perspektive. Und er erinnert mich, dass er größer ist und alle Macht über alles hat. Und das möchten wir auch heute tun. Ich weiß nicht, was für Herausforderungen vor deiner Tür stehen. Ich kann dir nicht sagen, wie dein Montag aussehen wird. Ich weiß nicht, wie es in deinen Finanzen aussieht. Ich weiß nicht, wie es in deinen Beziehungen momentan aussieht. Aber ich kann dir garantieren, wenn du heute nur über diese Konflikte nachdenkst, wenn du heute nur über deine Sorgen nachdenkst, dann betest du diese Situation an, weil du denkst, dass sie größer sind als den Gott, den du dienst. Deswegen möchte ich dich erinnern, nimm deine Perspektive, schau nicht auf diese Dinge der Welt, aber schau auf Gott, der alles tun kann. Und heute Morgen möchten wir gemeinsam im Lobpreis Gott anbeten und gleich singen wir noch 2 Lieder. Lass uns mit voller Überzeugung, mit Glauben über Gottes Herrlichkeit singen und lass uns Gott vertrauen, dass auch diese Woche er uns ein neues Herz geben kann und dass er uns beisteht. Lass uns beten. Gott, wir danken dir, dass du uns berufen hast, dass du uns gesalbt hast, Herr. Wir danken dir für die Gnade, die du uns geschenkt hast. Wir danken dir, dass für jede Herausforderung, die du uns berufst, dass du uns auch die Kraft gibst, diese Herausforderung zu überstehen. Gott, danke, dass wir nie alleine sind. Gott, ich danke dir, dass du auch in verschiedenen Zeiten unseres Lebens uns einfach berührst, durch dein Wort zu uns sprichst, dass dein Heiliger Geist uns einfach anspricht und berührst. Und Herr, es gibt nichts Größeres, als wenn du heute Morgen zu unseren Wohnungen eindringst und unsere Herzen veränderst. Gib uns Herzen, die einfach mehr sensibel sind, Herzen, die deine Stimme durch dein Wort hören. Gib uns neue Herzen, die einfach besser auf schwere Situationen reagieren. Gib uns Herzen der Demut, Herzen, die einfach geduldig sind. Gib uns Herzen, wo wir Riesenkapazität haben, andere Menschen zu lieben. Gott, in dieser Welt konzentrieren wir uns so oft auf unsere eigene Kraft. Vergib uns für unseren Stolz. Vergib uns für die Hochmut in unserem Leben. Gott, vergib uns für die vielen Zeiten, wo du uns herausgefordert hast, im Glauben etwas zu tun und wir zögerten. Vergib uns für die Zeiten, wo wir einfach nicht loslassen konnten. Aber Gott, heute geben wir zu, dass du souverän bist, dass dein Plan besser ist, dass dein Plan größer ist. Und wir möchten dir in allem die Ehre geben, denn nur dir und dir allein gehört unser Lob. Amen. Lass uns gemeinsam heute unseren großen Gott anbeten. Sing wie niemals zuvor.
Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn meine Zeit angekommen ist, will meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre in Ewigkeit. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Und bete den König und beten an vor dem Thron, Herr Jesus. Barmherzigkeit und Liebe fließen von dem Thron, Herr Jesus. Wir singen